Heute sprechen wir über ein Unternehmen, das dir ganz sicher ein Begriff ist. Bayer. Was in den 1820er Jahren als Traum begann, sollte sich über die Jahre immer wieder als Albtraum entlarven. Was hat Bayer mit der IG Farben, einem Konzern, der wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde, zu tun? Und was verbirgt sich hinter dem Kapitel Giftgas? Hey, bleib bis zum Ende dabei und hol dir dein Überraschungsgeschenk ab. Bist du bereit, hinter die Kulissen des Bayer-Konzerns zu blicken? Dann halt dich fest und los geht's. Am 6.6.1825 wird ein Junge mit dem Namen Friedrich in einem Stadtteil von Barmen, dem heutigen Wuppertal, geboren. Sein Vater, Peter Bayer, war ein Seidenwirker und für das Herstellen von Seidentextilien verantwortlich. Um die Zusammenhänge zwischen der Textilindustrie und der Färberindustrie zu verstehen, müssen wir uns die damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland genauer anschauen. Vor allem in Barmen begann die industrielle Revolution mit der Textilindustrie, in der anfangs das Färben der Stoffe mit Naturfasern gemacht wurde. Allerdings wurden diese wegen der hohen Nachfrage immer knapper und so verwendete man Teefarben, welche von dem britischen Chemiker Perkin im Jahre 1856 entdeckt wurden. Zurück zu Friedrich. Nicht nur sein Vater, sondern auch sein Großvater und Urgroßvater waren in der Textilindustrie tätig. Doch Friedrich interessierte sich weniger für die Textilindustrie als mehr für die Chemie. Er wollte ein Chemiker wie Perkin und gleichzeitig ein Kaufmann werden und begann mit 14 eine Lehre in der Chemikalienhandlung Wesenfeld & Co. Mit nur 20 Jahren arbeitet Friedrich auf selbstständiger Basis. Doch es gibt einen Haken, und zwar mit seinem Namen. Ein Händler aus Leipzig, der zufälligerweise auch Bayer hieß, war ein Betrüger, und nachdem genügend Leute nicht wussten, dass es sich bei dem Schuft und Friedrich nicht um ein und dieselbe Person handelte, änderte Friedrich 1849 seinen Namen von Bayer mit EY zu Bayer mit AY. Erstmal handelte Friedrich nur mit Chemikalien. Schließlich war das auch, was er am genauesten kannte. Kurze Zeit später jedoch begann er mit Naturfarbstoffen und Färberhilfsprodukten zu handeln. Seine Produkte waren von ausgezeichneter Qualität und aus diesem Grund schaffte er es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und sogar bis nach Amerika zu verkaufen. Nachdem Perkin die Teefarben für das Einfärben der Faserstoffe entdeckt hatte, begann Friedrich daran weiter zu forschen, um nicht mehr von den oft stockenden Lieferungen der Naturfaser abhängig zu sein. Und er war nicht allein. Sein Freund Johann Westcott, der aus einer traditionsreichen Handwerksfamilie stammte und nach der Schule das Färberwerk erlernt hatte, arbeitet eng mit Friedrich zusammen. Die beiden jungen Männer starten die ersten Teestoffforschungen in der Waschküche der Bayers. Ab 1862 stellten sie Anilin, einen chemischen Ausgangsstoff für Farbstoffe, und Fuchsin, einen fuchsiafarbenen Farbstoff, in einer Fabrikhalle im Garten her. Friedrich und Johann galten also auf dem Gebiet der Farbherstellung als erfolgreiche Pioniere. 1863 sollte es dann endlich soweit sein. Die beiden Freunde gründeten die Friedrich Bayer & Comp, in welcher Friedrich die kaufmännische Leitung übernahm und Johann die technische. Friedrich brachte sein Vertriebsnetz in die Firma mit und so hatten sie schon im ersten Jahr 12 Angestellte. Kurz darauf gründeten die beiden eine Fuchsinfabrik in Barmen-Rittershausen, die jedoch im Jahr 1866 bald zu klein war. Also planten Friedrich und Johann einen Umzug nach Elberfeld auf ein großes Gelände, um ungehindert weitermachen zu können. 5 Jahre später kam allerdings auch dieses Gelände an seine Grenzen und so kauften sie ein noch größeres in Heckinghausen. Dieses immense Wachstum erlaubte es der Friedrich Bayer & Comp, geschäftliche Beziehungen ins Ausland aufzubauen. Schon im Jahre 1865 gab es diese in die USA und in England, Frankreich, der Schweiz und Österreich etablierten Friedrich und Johann Verkaufsagenturen, Produktionsstandorte und Niederlassungen. Alles lief bestens für die beiden Pioniere der Farbindustrie. Aber die Freude über ihr Wachstum und ihren Erfolg sollte nicht von allzu langer Dauer sein.
1873 begann der sogenannte Gründerkrach, der durch einen Börsencrash in Wien ausgelöst wurde und für das Unternehmen eine karge Durststrecke bedeutete. Und als wäre das alleine nicht schon genug, erkrankte Johann an einem schweren Lungenleiden. Die Sorgen um die Zukunft und der Stress verschlimmerten seinen Zustand und selbst der Krankenhausaufenthalt konnte nichts mehr retten. Im Alter von 55 Jahren starb Johann am 4.10.1876 in Barmen. Ob die Schäden in Johanns Lunge von den chemischen Stoffen stammten, an welchen er sein Leben lang rumgeforscht hatte, ist unklar, könnte aber gut möglich sein. Der Druck auf Friedrich stieg. Er hatte nicht nur einen guten Freund verloren, sondern auch einen grandiosen Geschäftspartner. Doch jetzt war es an ihm alleine, das Unternehmen aus der schweren Wirtschaftskrise herauszulenken. Noch im selben Jahr, in dem Johann von ihm gegangen war, richtete Friedrich einen Betrieb für Alizarin, ein organischer Farbstoff, der auch synthetisch hergestellt werden kann, in Moskau ein. 2 Jahre später zog er mit seinem Hauptsitz von Barmen nach Elberfeld um. Er hatte es geschafft. Sein Unternehmen war eins der wenigen, welches die Wirtschaftskrise überstanden hatte. Doch auch an ihm war das Schicksal nicht spurlos vorübergegangen. 1880 erkrankte Friedrich an einer schweren Rippenfellentzündung, die ihn im Alter von 54 Jahren das Leben kostete. Der Farbenpionier war tot. Doch sein Unternehmen, welches zu diesem Zeitpunkt über 100 Farbprodukte im Sortiment hatte und für welches 300 Beschäftigte arbeiteten, lebte weiter. Wie? Das werden wir dir jetzt erzählen. Friedrich hatte 1848 eine junge Frau namens Caroline geheiratet. Aus dieser Ehe waren 5 Kinder entstanden, unter anderem ein Sohn, den sie auch Friedrich nannten. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Friedrich das Unternehmen, nachdem er seit 1875 bereits darin mitgearbeitet hatte. Doch das Weiterbestehen und der Erfolg des Bayer-Unternehmens ist nicht ihm allein zu verdanken. Wir lernen jetzt einen neuen Mann kennen, dessen Durchsetzungsvermögen und Kraft die Marke Bayer zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Karl Duisberg, der Begründer der modernen chemischen Industrie, galt als der bedeutendste Industrielle seiner Zeit, sagt der Historiker Werner Plumpe. Karl wird am 29.09.1861 in Barmen als einziger Sohn einer handwerklich-bäuerlichen Familie geboren. Sein Vater arbeitet mit den Brüdern, Karls Onkeln, in einer heimgewerblichen Bandwirkerei zusammen und ist für das Weben von Bändern und schmalen Textilstoffen verantwortlich. Karls Familie ist wirtschaftlich nicht in der obersten Reihe dabei, aber sie führt ein gutes, mittelständisches Leben. Schon als Kind ist er vom Geschäftstreiben in der hauseigenen Weberei umgeben. Doch als die Wirtschaftskrise einsetzt, leidet auch die Familie Duisberg unter der Flaute. Karl beginnt, andere Träume zu haben und möchte aus der hauseigenen Bandwirkerei entkommen. Seine einzige Chance sieht er in einem Studium, aber das ist nicht so einfach, denn sein Vater sieht ihn als Nachfolger des Unternehmens und möchte nicht, dass er sich anderweitig orientiert. Es ist seine Mutter, die ihn bei seiner Entscheidung unterstützt. Wie immer hat er sie auf seiner Seite. Und sie war es auch, die ihm wohl sein Erfolgsstreben und sein Pflichtbewusstsein mitgab. Das kommt nicht von irgendwo. Sie stammte aus einer bäuerlichen Familie. Und für sie war die Ehe mit seinem Vater ein fühlbarer sozialer Aufstieg gewesen. Die Nervenkrankheit von Karls Schwester hatte seine Mutter schwer geprägt. Die Sorgen, die sie hatte, konnte er nicht nachfühlen, und aus diesem Grund hätte Karl es nie gewagt, ihr zu widersprechen und ist dankbar für ihre stetige Unterstützung. Er wird sich nach dem Tod seiner Mutter als Vormund für seine Schwester behaupten, bis diese 1925 stirbt. In der Schule war Karl nie gut. Im Gegenteil, er hasste die Schule. Im Schulfach der Chemie jedoch entfaltete sich sein wahres Talent. Nachdem er dann sein Abitur mit Ach und Krach beendet hatte, ging er auf die chemisch orientierte Gewerbeschule, auf der er komplett aufblühte. 1879 geht Karl also nach Göttingen und beginnt Chemie zu studieren. Dieses Studium half ihm dabei, selbstständig und wissenschaftlich genau zu arbeiten. Als Latein zum Pflichtfach ernannt wird, entschließt sich Karl, die Universität zu verlassen und nach Jena zu wechseln.
Dort angekommen, bekommt er erstmal einen Schock. Das Labor der Universität in Jena war schlecht ausgestattet. Karl hält an seinem Traum fest und versucht, das Studium so schnell es geht zu beenden. 1882 schafft er es endlich und schließt seine akademische Laufbahn mit einer Doktorarbeit und Magna Cum Laude ab. Er beschließt, endlich nach Barmen zurückzukehren. Sein Plan? Rein in die Industrie. Auch bei Bayer bewirbt sich Karl, doch er steht vor verschlossenen Türen, denn er hat noch keinen Militärdienst geleistet. Karl Rumpf, der ehemalige Teilhaber des Bayer-Unternehmens, gibt ihm den Rat, erst seine Militärpflichtzeit zu absolvieren und sich danach wieder bei ihm zu melden. Karl bleibt also nichts anderes übrig und so reist er nach München, um den Forderungen nachzukommen. Zur selben Zeit aber hört er nicht auf, sich bei großen Firmen und Laboren zu bewerben. Unter anderem auch beim Universitätslabor von Adolf Bayer, einer der größten Chemiker Deutschlands. Und er forschte an etwas, das für Karl überaus interessant war. Die Indigosynthese, bei der einer der ältesten Naturfarbstoffe erstmals synthetisch hergestellt werden konnte. In Adolf Bayers Labor lernt Karl alles, was er braucht, um ein richtiger Chemiker zu sein. Die beiden werden auch Freunde und als Karl ihm erzählt, dass er sich bei Bayer beworben hat, gibt Adolf seine Empfehlung für ihn dort ab. Als Karl München 1883 verlässt, ist er mit der modernen und chemischen Forschung vertraut. Zurück in Barmen findet er das Bayer-Unternehmen in ziemlich schlechtem Zustand vor. So etwas wie neue Innovationen, nennenswerte Forschung oder effiziente und tiefgründige Produktion gibt es bei Bayer zu dieser Zeit nicht. Die damaligen Unternehmensleiter Friedrich, Karl Rumpf und Henry Theodore Böttinger wirtschafteten so schlecht, dass die Aktie des Unternehmens 1885 als hochspekulativ bezeichnet wurde. Karl wagte trotzdem einen zweiten Versuch, sich dort zu bewerben und wusste zu der Zeit noch nicht, wie sehr er das Unternehmen verändern sollte. Nachdem Karl sich wieder bei Bayer beworben hatte, wurde er noch einmal abgelehnt, doch Rumpf erinnerte sich noch an ihn. Er hatte viel für Bayer getan, wie zum Beispiel in der schlechten Zeit einen Versuch gewagt, das Unternehmen zu vergrößern und aus eigener Tasche das Firmengelände des bankrottgegangenen Chemieunternehmens Barmer gekauft. Doch sein Durchsetzungsvermögen war für Karls Anstellung nicht genug. Da kam ihm eine Idee. Er stellte Karl auf eigene Kosten an, um ihm eine Chance zu geben, sich vor Bayer zu beweisen. Er arbeitet in Straßburg an der Universität, da Bayer zu dieser Zeit kein eigenes Labor besitzt und seine Arbeit ist so gut, dass er 1884 zu seinem 23. Geburtstag endlich bei dem Unternehmen angestellt wird. Obwohl er der einzige Chemiker für die Farbstoffforschung war, stand er vor einer Hürde. In diesen Jahren waren nämlich Produktion und Entwicklung noch von den Direktoren und Meistern dominiert, die sich von einem Chemiker nicht reinreden lassen wollten. In seinen Anfängen war Karl der Zutritt zu den Produktionsanlagen sogar vertraglich verboten. Er konzentrierte sich deshalb auf die Farbstoffforschung und erzielte grandiose Ergebnisse. Mit diesen Erfolgen verschoben sich Karls Pläne von der akademischen Richtung in die wirtschaftliche. Doch insgeheim beneidete er seine Freunde und Kollegen, die in der akademischen Forschung alle Freiheit hatten, Neues zu entdecken. Eines Tages wird er zum Stellvertreter eines Abteilungsleiters ernannt, was ihm erlaubte, Einblicke in die organisatorischen Tätigkeiten des Betriebs zu bekommen. Und nicht nur das, er wird auch immer wichtiger für die Leitung des Labors und der hauseigenen Chemiker. Karls Wissen und Durchsetzungsvermögen im Patentwesen haben für den Gründerkrach eine große Rolle gespielt, denn durch die eigenen verbesserten Patente konnte Bayer ohne Konkurrenz produzieren und so dem wahnsinnigen Preiswettbewerb entkommen. Karls Fokus lag nun auf den Chemikern in den Laboren. Er war es, der neue Leute einstellen durfte, und so entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den angestellten Forschern und ihm selbst. Er war ein guter Leiter, so setzte er sich zum Beispiel dafür ein, dass die Chemiker einen Gewinnanteil für ihre Erfindungen erhielten, um ihren Ehrgeiz und ihre Motivation zu fördern. Allerdings wurde das Labor bald zu klein, weil sich das Arbeitsklima rumgesprochen hatte und so viele Neuanstellungen vonstatten gingen.
So wurde bei Bayer beschlossen, ein neues Labor zu bauen. An einem Tag im Jahre 1891 holte die Unternehmensleitung Karl zu sich ins Büro. Sie gaben ihm den Auftrag des Baus in Elberfeld. Dieses Labor sollte Geschichte schreiben und hatte damals schon einen Standard, der alle Akademiker, egal ob deutsche oder auch ausländische, beeindruckte. Umgeben von einem Patentbüro, einem Lehrlaboratorium, einem Kontrolllaboratorium, einer Bibliothek und einer Versuchsfärberei lag es am Stadtrand von Elberfeld. Hier konnte Karl die Ausbildung und Einarbeitung der neuen Chemiker vornehmen, die technische Prüfung der Machbarkeit durchführen und gleichzeitig das Patentwesen integrieren. Dank dieses neuen Labors hatte Bayer vor dem Ersten Weltkrieg schon 8000 Farbpatente im In- und Ausland und somit mehr als irgendeine andere deutsche Farbenfabrik. Er verhalf dem Unternehmen zu einem der innovativsten deutschen Chemiekonzerne aufzusteigen. Vor seiner Anstellung war die Firmenleitung vor allem kaufmännisch geprägt und hatte nur wenig Ahnung von chemischen und technischen Angelegenheiten, während die Konkurrenz, wie etwa die BASF, schon damals auch erfahrene Chemiker in der Konzernleitung hatte. Rumpfs Vertrauen ihm gegenüber war fast grenzenlos. Karl übernahm seine Aufgaben im Krankheitsfall und verbrachte auch viel Zeit bei ihm zu Hause. Bei einem dieser Besuche traf er Rumpfs Nichte, Johanna Seebohm. Sie kamen ins Gespräch und Karl verliebte sich in die junge Frau, die er schließlich heiratete. Ende der 1880er Jahre erreichte Karl die Nachricht, dass der Konkurrent Höchst GmbH eine Möglichkeit gefunden hatte, fiebersenkende Medikamente aus der Abfallproduktion der Farbenherstellung zu kreieren. Diese Nachricht spornte Karls Motivation und Engagement so extrem an, dass er es schaffte, 1888 das Medikament Phenacetin gegen Fieber zu entdecken. Als er der Unternehmensleitung davon berichtet, zögert diese nicht lange und schafft ein zweites Standbein für Bayer, die Pharmaabteilung. Karl wird als Leiter für diese eingesetzt und erkämpft die ersten Pharmapatente für das Unternehmen. Im Jahr 1891 hatte Bayer den Wunsch, das Unternehmen zu vergrößern, um weiterhin erfolgreich produzieren zu können. Da das Wuppertal in dieser Zeit jedoch stark bebaut wurde, gab es keinen Platz für derartige Konzernvergrößerungen. Sie weiteten die Suche nach einem geeigneten Grundstück bis zum Rhein aus. Nicht nur, dass es dort mehr Platz gab, sondern auch die Anbindung an die Infrastruktur war von großem Vorteil. Nach vielen Besichtigungen fiel die Entscheidung schließlich auf die Alzarin-Fabrik von Dr. Leverkus Söhne. Für die Familie Leverkus war das Interesse von Bayer ein Glücksfall, denn der Vater starb kurz zuvor und seine Erben wollten die Fabrik verkaufen. Karl ist auch hier ein wichtiger Entscheidungsträger. Er sagte damals: „Ich persönlich leite den Aufbau von Leverkusen. Kein Stein wird dort ohne meine Genehmigung gesetzt." Damit sollte er Recht behalten. Doch er baute nicht nur die Fabrik, sondern auch ganze Arbeiterkolonien. Für ihn wichtig ist der hohe Standard der Lebensqualität der Angestellten. So lässt er zum Beispiel eine Kolonie als Gartenstadt entwerfen, in der es Freizeitangebote wie Vereine, so auch der Bayer 04 Leverkusen, Gesangsvereine, Flugvereine und Theater gab. 1912 zieht die Bayer-Zentrale endlich in das neue Werk am Rhein um. Aber es war nicht nur Karl, der die Grundsteine für den Erfolg von Bayer legte. Ein Mann namens Felix Hoffmann, der in seiner Jugend in Apotheken arbeitete und ebenfalls in München bei Adolf Bayer lernte, präsentierte 1897 große Entdeckungen: Aspirin und Heroin. Obwohl diese zwei Stoffe schon vorher in kleinen Maßstäben von Chemikern gefunden worden waren, konnten sie endlich durch Felix in nie dagewesener Qualität hergestellt werden. Doch Bayer stand vor einem Problem. Sie brauchten ein Patent dafür, um die Produkte unter dem Markennamen zu vertreiben. Vor allem Aspirin machte dem Unternehmen Schwierigkeiten, weil es vielversprechend war. Bayer brauchte eine andere Strategie und versuchte, das Aspirin als qualitativ hochwertiger zu vermarkten, um die Konkurrenz, die den gleichen Wirkstoff herstellte, jedoch nicht den Markennamen Aspirin benutzen durfte, auszustechen. Ärzte waren die Zielgruppe. Aber wie konnte man sie erreichen? Bayer veranlasste, sie über Fachzeitschriften anzuwerben.
Wenn du als Arzt eine dieser Zeitschriften in der Hand hältst und über das Wundermittel schlechthin namens Aspirin liest und dann auch noch, dass der deutsche Musterbetrieb Bayer dieses herstellt, dann wärst auch du mehr als interessiert an einer Zusammenarbeit mit Bayer. Diese Werbekampagne war also letztendlich erfolgreich und es schien, der Konzern habe es geschafft. Doch dann die nächste Hürde, die Einfuhrzölle in den USA. Die Unternehmensleitung überlegte lange hin und her, wie sie diese Grenze überschreiten konnten und überschritt sie schließlich nicht nur symbolisch, sondern auch praktisch. Bayer eröffnete ein Aspirinwerk in den USA. Problem gelöst. Während sich Aspirin als ein Wunderheilmittel herausstellt, entpuppt sich Heroin Anfang des 20. Jahrhunderts als ein Suchtmittel, dessen Wirkung mit Opium und Morphium gleichzustellen ist. In Amerika kam nach dieser Entdeckung die erste Verbotsbewegung auf, vor allem weil Heroin intravenös einen starken Rausch verursachte. Bayer versuchte sich gegen diese Verbote aufzulehnen, aber es half nichts. Schließlich gaben sie sich geschlagen und nahmen das Produkt 1931 vom Markt. Durch Karl hatte das Unternehmen dennoch zu Beginn des Ersten Weltkriegs über 10.000 Angestellte und konnte sich als eines der größten deutschen Chemieunternehmen behaupten. Doch es gibt ein Kapitel in Karls Leben, auf das er wahrscheinlich nicht stolz war. Es ist der Erste Weltkrieg. Die deutsche Armee steht besonders einer Herausforderung gegenüber, dem Munitionsmangel. Max Bauer, ein deutscher Offizier, kommt auf die Idee, anstelle von Schusswaffen Giftgas einzusetzen. Falkenhayn, der Leiter der obersten Heeresleitung, stimmt dem zu und beauftragt den Physikochemiker Nernst mit dem Unterfangen. Karl kennt Nernst aus Chemikerkreisen. Sein Name war wohl bekannt im Lande. Nernst versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen und ihn von der Idee des Giftgases zu überzeugen. Er hatte Erfolg. Die beiden gründen die Nernst-Duisberg-Kommission, die sich von nun ab ausschließlich mit der technischen Planung und Umsetzung des Giftkrieges befasst. Der erste Chlorgaseinsatz findet am 22. April 1915 im belgischen Ypern statt und kostet bis zu 3.000 Menschen das Leben. Warum Chlor? Nun, dank Fritz Habers Engagement, ein Nobelpreisträger und auch der Vater des Gaskrieges genannt, konnte sich Chlor gegenüber anderen Giftgasen wie zum Beispiel dem Bromessigsäure-Ethylester, welches die Franzosen damals eingesetzt hatten, durchsetzen. Fritz Haber hatte vor dem Ersten Weltkrieg bei BASF gearbeitet und gelernt, dass Chlor als Abfallprodukt der Farbstoffherstellung übrig bleibt. So schlug er 3 Fliegen mit einer Klappe. Er umging die Munitionsknappheit, er setzte das abfallende Chlor gewinnbringend ein und tötete Tausende von Menschen. Auch Karl ist zu einem großen Befürworter des Giftgaseinsatzes geworden. Tag und Nacht forscht er an der Giftgasformel. Er preist es dementsprechend an. Die Gegner merken gar nicht, wenn das Gelände damit bespritzt ist, in welcher Gefahr sie sich befinden und bleiben ruhig liegen, bis die Folgen eintreten. Bayer eröffnet unterdessen eine Schule in Leverkusen, eine Schule für den Gaskrieg, in der die Schüler lernen, immer giftigeres Gas für den Krieg zu erforschen und herzustellen. Doch Bayer blieb nicht bei dem Chlorgas. Die Nernst-Duisberg-Kommission begann damit, dem Chlorgas das tödliche Phosgen unterzumischen. Zur selben Zeit statteten sie die deutschen Soldaten mit Gasmasken aus, damit diese nicht bei den Einsätzen vergiftet wurden. So wurden dank Karl und seiner Kommission von den insgesamt 120.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe allein von Bayer 45.000 Tonnen Senfgas und 6.000 Chlorid-Bikin eingesetzt. 100.000 Todesopfer forderten diese Giftgaseinsätze und weitere 1 Million Verletzte. 1915 gelang es dem Unternehmen Bosch, die Salpeterherstellung zu industrialisieren, was den Engpass der Kriegsmunition löste und den Einsatz von Giftgas beendete. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatten Karl und Haber nur eine Chance. Sie flohen in die Schweiz, um nicht wegen Kriegsverbrechen angeklagt zu werden.
Damit war es an Bosch, die Zerschlagung der deutschen Farbenindustrie zu verhindern. Der Gründer des Bosch-Unternehmens war glücklicherweise ein Mitglied des deutschen Verhandlungsteams in Versailles und schaffte es durch kluge Taktiken, Teile der französischen Delegation auf seine Seite zu bringen und dadurch das Ende der Farbenindustrieanlagen im Lande zu verhindern. Seine Strategie? Er bot an, der französischen Chemieindustrie beim Aufbau zu helfen und das Haber-Bosch-Verfahren, eine synthetische Herstellung von Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff, mit ihr zu teilen. Was Bosch allerdings nicht schaffte, war, die Patente, die im Ausland enteignet worden waren, wieder zurückzuerobern. Für Bayer bedeutete dies das Aus des Aspirinwerkes und seines eigenen Markennamens in den USA. Auch bei der IG Farben, die uns allen bekannt sein dürfte, hatte Karl seine Finger im Spiel. Er erinnert sich zurück. Er war früher der Vordenker der IG Farben, die 1925 gegründet wurde. Er sah in dem Zusammenschluss der deutschen Chemieindustriellen einen Vorteil. Als er damals seinen Kollegen von dieser Idee erzählte, stand er gemischten Gefühlen gegenüber. Auf der einen Seite war der Plan sehr verlockend, da sie dadurch die Konkurrenz ausschalten konnten. Auf der anderen Seite hatten sie Zweifel und Angst, die Kontrolle über die eigene Firma zu verlieren. Mit einem Dreierbund aus BASF, Agfa und Bayer war dann Anfang der 1900er Jahre doch der erste Zusammenschluss vonstatten gegangen. Heute, nach dem Kriegsende, sah er sich vielen Problemen ausgesetzt. Die größten darunter waren wohl, dass die Amerikaner geistiges IG-Eigentum stahlen, indem sie die Chemiker einfach abwarben. Und dann gab es noch den Versailler Vertrag, der vorsah, dass Teile der Entschädigung in Rohstoffen gezahlt werden. Als Frankreich 1923 das Rheinland besetzte, führte dies dazu, dass die IG-Fabriken ihre Produktion stilllegten. Die französische Industrie hatte Einblick in deutsche Industriegeheimnisse bekommen und begann nun damit, die IG-Farben vom französischen Markt auszuschließen. Also brauchte Karl eine Idee. Er schlug vor, alle ausländischen Verkaufsstellen der IG-Farbenfirmen zu vereinen. Bosch gefiel diese Idee, doch er ging noch weiter und schlug vor, alle IG-Firmen miteinander zusammenzuschließen. Bosch war es, der sich durchsetzen konnte. 1925 wurde also die IG Farbenindustrie Aktiengesellschaft gegründet, in die alle bestehenden IG-Betriebe eingeschlossen waren. Und Karl wurde zum Vorsitzenden Aufsichtsrat ernannt, während Bosch die Leitung des Konzerns übernahm. Mit neuen Kräften begannen sie, Munitionshersteller aufzukaufen und in den USA ihre alten Firmenanteile zurückzuerobern. Während sie bei dem Versuch, die französische Farbindustrie zu übernehmen, scheiterten, gelang es ihnen, in der synthetischen Ölgewinnung und dem Buna, synthetischen Gummi, erfolgreich einzusteigen. Der Laden lief wieder. Doch dann kam eine Zeit, die vor allem eins von der IG Farben abverlangte: Geschick. In den frühen 1930er Jahren wendete sich das Blatt und nahezu unüberwindbare Hindernisse kamen für die IG auf. Die internationale Wirtschaftskrise und der Einbruch der Gummipreise hatten nicht nur die IG Farben fest im Griff, sondern die ganze deutsche Nation. Für Karl und die IG bedeutete dies, dass sie dringend ein neues Standbein schaffen mussten. Auch die Machtergreifung der Nazis machte es der IG Farben anfangs schwer. Durch die vielen jüdischen Angestellten stand das Unternehmen nicht gerade in einem entspannten Verhältnis zum Regime. Bis zuletzt hatte sich die IG Farben gegen den Antisemitismus gewehrt und ihn abgelehnt. Doch als klar wurde, dass Hitler an die Macht kommen würde, lenkten sie ein und begannen mit den Nazis in Verhandlungen zu treten. Hitler profitierte ebenfalls. Er wollte eine starke Kriegswirtschaft etablieren und brauchte die IG Farben, welche Deutschlands größtes Unternehmen war und das nötige Wissen besaß, synthetisches Öl und Gummi herzustellen. So schlossen die beiden Seiten einen Pakt. Die IG Farben war von nun an verpflichtet, eine gewisse Menge an synthetischem Öl und Gummi herzustellen, während das Regime es zu einem festen und gewinnbringenden Preis abnehmen würde. Der Pakt mit dem Teufel. Und der Teufel holte sich seine Seelen. Am 19. März 1935, nur 2 Jahre nachdem dieser Pakt geschlossen wurde,
starb Karl in Leverkusen im Alter von 74 Jahren. Also tritt sein langjähriger Geschäftspartner Bosch seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der IG Farben an und zieht sich aufgrund der großen Verantwortung aus dem Unternehmensalltag zurück. 1937 begann die Arisierung in deutschen Betrieben. Juden wurden entlassen und durch NSDAP-Mitglieder ersetzt. Wer also noch nicht dazugehörte, der trat der Partei kleinlaut bei. Als der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff auf Polen begann, wurde die IG Farben unter Boschs Leitung wohl die wichtigste deutsche Firma der Kriegswirtschaft. Bosch sah in dieser Zeit die Gelegenheit, ausländische Chemiebranchen zu übernehmen. Seine erste Gelegenheit ergab sich in Österreich. Doch die Aktionäre und Vorstände des größten österreichischen Chemiekonzerns waren größtenteils jüdisch. Also schüchterte die IG sie ein, um ihnen ihre Konditionen aufzuzwingen. Nach der Besetzung des Sudetenlandes drohten IG-Funktionäre den tschechoslowakischen Unternehmen damit, Hitler zu einer Invasion der Resttschechoslowakei zu überreden, falls sie den Anweisungen der IG nicht Folge leisteten. Die Drohungen zeigten Wirkung. Schon vor der Invasion Polens und Frankreichs hatte die IG geplant, welche Firmen sie übernehmen wollte. Die Machtübernahme ging so weit, dass die IG in Frankreich damit drohte, die französische Chemieindustrie zu zerstören, falls sie es wagen sollte, sich zu wehren. Tatsächlich ging dieser düstere Plan auf. Um im Falle einer möglichen deutschen Niederlage nicht zur Rechenschaft gezogen werden zu können, achtete die IG darauf, dass all diese Schritte legal waren. Dann kam der 22. Juni 1941, der Tag, an dem Hitler die überraschte Sowjetunion angriff. Viel zu spät bemerkte man, dass Deutschland nicht genug Öl und Gummi zur Verfügung hatte. Dieses Ereignis ließ die IG noch tiefer in den Sumpf der NS-Zeit sinken. Hitler befahl, dass das Unternehmen ein neues Werk erbauen sollte, um diesen Mangel zu überbrücken. Die Frage, die sich damals stellte: Wo sollte dieses Werk gebaut werden? Die Antwort war schnell gegeben: Auschwitz. Ein perfekter Standort, nicht zuletzt wegen der kostenlosen Arbeiter. Die Kriegsgefangenen aus dem KZ wurden bei der IG zu Tode geschunden. Doch die Zwangsarbeiter in Auschwitz erfuhren unmenschlichste Behandlungen von den Aufsehern, waren oft krank oder abgemagert und schwach. Daraufhin entschied sich die IG, ein eigenes KZ in Auschwitz zu bauen, das Auschwitz IV Monowitz. Insgesamt mussten 300.000 Insassen für die IG arbeiten, 25.000 davon bis zu ihrem Tod. Und nicht nur das. Auf einer Testanlage wurden KZ-Inhaftierte dazu gezwungen, 40 Kilometer am Tag zu laufen, um Schuhsohlen zu testen. Es ist nicht verwunderlich, dass viele der Unterernährten bei diesen Tests aus Erschöpfung starben. Wer es dennoch überlebte, der wurde erschossen. Du denkst, das war schon alles? Die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, eine Tochterfirma der IG, produzierte damals das Pestizid Zyklon B. Es ist das Gas, mit dem die KZ-Häftlinge in den berühmten Gaskammern vergiftet wurden. Und dann war da noch der enge Kontakt zwischen den IG-Vorstandsmitgliedern und dem Dr. Mengele, der sich den Spitznamen der Todesengel gewaltig verdient hatte. Er war nicht nur derjenige, der die Opfer für die Ermordung in Gaskammern auswählte, sondern auch derjenige, der Zwangssterilisationen für Behinderte anordnete, grausamste Experimente an Kindern durchführte und gewaltsame Tode zu verantworten hatte. Ein Auszug aus dem Brief von Wilhelm Rudolf Mann, einem IG-Vorstandsmitglied, der nach der Auflösung der IG Farben eine große Rolle in der Bayer Pharma-Sparte haben soll. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Ihren Kollegen, Herrn Dr. Mengele, kennenzulernen. Seinen zweiten Vortrag habe ich als sehr eindrucksvoll empfunden. Seien Sie versichert, dass ich, wie ich Ihnen mündlich versichert habe, bei mir im Hause die Finanzierung bespreche. Einen ersten Scheck lege ich schon einmal bei. Die Versuchsreihen sollten auf jeden Fall forciert werden. Welche Versuchsreihen damit gemeint waren, können wir uns nur denken.
Doch das Ende sollte nicht lange auf sich warten lassen und wie sagt man so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, wurde die IG Farben zerschlagen und sämtliche Führungspersonen des Unternehmens bei den Nürnberger Prozessen der Kriegsverbrechen angeklagt. Die Liste der Anklagepunkte schien nicht abzureißen. Die Unternehmensleiter der zerstörten IG hatten sich für Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Versklavung der Zivilbevölkerung, Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden und der SS-Mitgliedschaft von 3 IG-Vorstandsmitgliedern zu verantworten. Es waren 23 Angeklagte, die 1946 vor Gericht standen. Alle plädieren auf nicht schuldig. 10 wurden freigesprochen. Der Rest erhielt Haftstrafen, aus denen jeder einzelne von ihnen wegen guter Führung frühzeitig entlassen wurde. Kein einziger wurde zum Tode verurteilt oder saß seine gerechte Strafe für die Verbrechen an der Menschheit ab. Bis zum Schluss hatten sie alle behauptet, nur ihre Pflicht als Angestellte getan und nicht gewusst zu haben, wie ihre Arbeit umgesetzt wurde. Viele dieser unwissenden Angeklagten fanden später bei den Nachfolgeunternehmen der IG Farben eine Festanstellung. So auch Fritz der Meer, der von 1956 bis 1964 der Aufsichtsratsvorsitzende Bayers war. Nachdem die Sperre, die bei den Nürnberger Prozessen auferlegt wurde, für eine Beschäftigung der Verurteilten in Führungspositionen aufgehoben wurde. Fritz der Meer selbst hatte in den Nürnberger Prozessen Folgendes über Menschenversuche in Auschwitz zu sagen: Den Häftlingen ist dadurch kein besonderes Leid zugefügt worden, da man sie ohnehin getötet hätte. Und der Meer ist nicht der Einzige, der bei Bayer wieder eine Anstellung fand. Auch Hans Kühne, Wilhelm Rudolf Mann, ab 1949 Leiter des Pharmazeutikaverkaufs, Heinrich Hörlein, ab 1952 Aufsichtsratsvorsitzender und Karl Wurster, ab 1952 als Vorstandsvorsitzender. Mit diesem Vorstand nahm Bayer, der Pharmaziekonzern, 1952 wieder die Großproduktion auf. In diesen Jahren schafften sie es, Medikamente gegen Tuberkulose und Streptokokken herzustellen und als erstes Unternehmen die Antibabypille auf den Markt zu bringen. Doch wieder finden wir Schatten der Vergangenheit. (1953) wurde die IG in 5 Nachfolgefirmen zerbrochen: Bayer, BASF, Höchst, Casella und Hüls. Ein Chemiker von Bayer mit dem Namen Hermann Schnell machte im selben Jahr eine bahnbrechende Entdeckung: die Kunststoffe Makrolon und Polycarbonat, welche dem Unternehmen die Möglichkeit boten, sich auch in andere Industriezweige zu mischen, brachte das Wirtschaftswunder. Bayer schaffte es, in den 50ern wieder erfolgreich zu sein. Dies verdankte der Konzern nicht nur der Kunststoffentdeckung, sondern auch der Leitung von Ulrich Haberland. Haberland legt seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung in den Bereichen Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Pharma und Kunststoffe. Gleichzeitig konzentrierte er sich auf die Expansion im Ausland. Haberland schien ein Meister auf dem Gebiet zu sein. Bereits 1954 wurde mit den neuen Werken in Buenos Aires, New Martinsville, West Virginia, Vero Beach, Florida und Chile wieder die ersten Bayer-Werke im Ausland eröffnet. 1963, zum 100. Geburtstag, zählt Bayer 80.000 Angestellte und macht einen Umsatz von 4,7 Milliarden D-Mark. Der nächste Schritt war das Zurückkaufen ehemaliger Firmenanteile und die Gründung neuer Tochterunternehmen. So auch Mobay zusammen mit Monsanto. Mobay steht bis heute im Verdacht, Agent Orange, ein Schädlingsgift, welches die US-Armee im Vietnamkrieg eingesetzt hatte, produziert zu haben. Die Transaktionen von Mobay waren sehr bewusst verstrickt und verdeckt, sodass das Unternehmen nicht mit Agent Orange in Verbindung gebracht werden konnte. Bayer selbst bestreitet bis zum heutigen Tag, eine Rolle in der Agent Orange-Produktion gehabt zu haben.
Laut dem Autor Peter Schreiber, der ein Buch mit dem Titel IG Farben, die unschuldigen Kriegsplaner, war Bayer auch nach beiden Weltkriegen immer noch in der Forschung von Giftgasen aktiv und arbeitete mit sehr fragwürdigen Regimen zusammen. Hansen, der Unternehmensleiter ab 1963, modernisiert Bayer von der Pike auf. Er führt 1971 Computer, neue Technologien und eine neue Unternehmensstruktur ein. 1974 schafft es Bayer trotz der tobenden Ölkrise, Qatar Laboratories Incorporated in den USA zu übernehmen und baut sich damit eine starke Marktposition in der Pharmabranche auf. In diesem Labor forschte Bayer unter anderem für das Verteidigungsministerium an Pestimpfstoffen. Doch der nächste Ärger steht schon ins Haus. Mitte der 1970er Jahre wird Bayer immer wieder wegen Tierversuchen, Umweltverschmutzung und Neonicotinoide, die im Zusammenhang mit dem Bienensterben stehen, kritisiert. Um erhitzte Gemüter zu beruhigen, gründet Bayer 1979 in Monheim ein Pflanzenschutzzentrum mit einer 800 Millionen D-Mark Investition. Gleichzeitig wird auch in West Haven, Connecticut, ein Pharmaforschungszentrum eingerichtet. Als die Mauer fiel, konnte Bayer in die osteuropäischen Länder vordringen und war damit immer noch nicht am Ende angekommen. Die 1990er Jahre waren geprägt von Übernahmen. So übernahm Bayer die kanadische Polysar Rubber Corporation und schnappte sich 1994 das amerikanische Unternehmen Sterling Winthrop. Aber was macht Bayer eigentlich heute? Nun, beginnen wir mit dem Jahr 2001, als ein neuer Vorstandsvorsitzender namens Werner Wennings die Leitung übernimmt. Schon bei seinem Einstieg knallte es aus allen Kanonen. Für 7,25 Milliarden Euro übernimmt er die Firma Aventis Crop Science, ein Unternehmen, das sich mit dem Pflanzenschutz und seinen Mittelchen auseinandersetzt. Das war die größte Übernahme, die es in der Bayer Firmengeschichte je gab. Den Angestellten war vom ersten Tag an klar, dass nichts so bleiben würde, wie es war. Sie sollten Recht behalten. Wennings beginnt, das Unternehmen umzustrukturieren. Was viele nicht wissen ist, er tut dies, um zwei Tragödien zu verschleiern. Die eine ist unter dem Namen Lipobuy-Krise bekannt, bei welcher der Cholesterinsenker kurz zuvor aufgrund von Wechselwirkungen mit Todesfolgen vom Markt genommen wird. Die andere dreht sich um eine Tochtergesellschaft in den USA, die wegen des Verkaufs von HIV-kontaminierten Blutprodukten in rote Zahlen und Verruf gelangt. Eine Holding mit eigenständigen Unternehmen soll gegründet werden. Da haben wir also die Bayer Crop Science AG, die Bayer Healthcare AG, die Bayer Material Science AG und die Bayer Chemicals AG. Diese Umstrukturierung mag für das Unternehmen gut gewesen sein, aber sie verunsicherte die Angestellten. Bayer galt lange Zeit als verlässlicher Arbeitgeber. Die meisten Angestellten arbeiteten ihr ganzes Leben bei dem Konzern und die vielen Freizeitangebote sorgten dafür, dass Bayer-Arbeiter auch in ihrer Freizeit mit dem Unternehmen verbunden waren. Bayer war zwar ein globaler Konzern, hatte aber immer noch Züge eines Familienunternehmens. So arbeiteten etwa auch die Söhne von Karl bei dem Konzern und bis 1960 auch ein gewisser Richard Bayer, der Sohn von Friedrich Bayer Junior. 2006 ging es mit Bayers Übernahmen weiter. Diesmal war der Berliner Pharmahersteller Schering AG für annähernd 17 Milliarden Euro an der Reihe. Ein neuer Firmenrekord. Die Schering AG wurde anschließend der Bayer Healthcare AG als Division unterstellt. Kurz darauf wurde ein Teilbereich des Unternehmens, die Division Diagnostics von Bayer Healthcare AG, für 4,2 Milliarden Euro an Siemens verkauft. Nicht nur Wennings Traum war es, der weltweit größte Hersteller von rezeptfreien Medikamenten zu werden, sondern auch Bayers. In diesem Sinne konzentrierte sich das Unternehmen auf die Herstellung von Medikamenten. 2010 war allerdings Wennings Ära als Vorstandsvorsitzender vorüber und er wurde durch Marin Deckers, der sich nicht in Bayer hochgearbeitet hatte, ersetzt. Deckers schaffte 2014, den Unternehmenstraum zu erfüllen.
Durch den Zukauf für 14,2 Milliarden US-Dollar der rezeptfreien Medikamentensparte der US-Firma Merck wurde Bayer nach Johnson & Johnson der weltweit zweitgrößte Produzent auf diesem Gebiet. 2016 folgte dann die mit Abstand größte Übernahme in der Firmengeschichte. Bayer kauft Monsanto für 60 Milliarden Euro. Falls du nicht weißt, wer Monsanto ist, wir haben die Geschichte dieses Unternehmens schon erzählt. Nur so viel. Monsanto ist ein Saatguthersteller, der gerne mit Genmanipulationen rumspielt. Mit dieser Übernahme schaffte es Bayer, die Weltmarktführung im Agrarchemiegeschäft zu erobern. Voller Erfolg. Oder? Ja, fast, denn 2018 gab es schon die ersten Klagen gegen Monsanto, vor allem im Zusammenhang mit Glyphosat, Roundup, Unkrautvernichter, die nicht nur krebserregend, sondern auch schädlich für die Umwelt sind. Um von der Anklagebank gelassen zu werden, musste Bayer in den USA Milliarden Dollar an Entschädigungen zahlen, was auch die Firmenwerte und Aktienkurse extrem leiden ließ. Nach dieser Niederlage versuchte der neue Vorstandsvorsitzende Werner Baumann 2018 insgesamt 12.000 Jobs, davon 4.500 in Deutschland, abzubauen. Das traurige Schicksal der 12.000 Angestellten wurde jedoch auf der Hauptversammlung im Jahr 2019 von den Anteilseignern mit 55,5% abgelehnt. Trotzdem änderte sich alles. Mittlerweile ist von dem Unternehmen Bayer, so wie wir es aus der Geschichte kennen, nichts mehr übrig. Während es sich für einige Zeit auf Life-Science-Geschäfte konzentrierte und sich dazu entschloss, die Teilkonzerne aufzulösen, wurden die beiden Bereiche Bayer Polymers und Bayer Chemicals durch Lanxess, Covestro und den Verkauf einzelner Divisionen kurz darauf wieder aufgegeben. Bayer Crop Science wurde in Crop Science umbenannt und die ehemalige Bayer Healthcare wurde in die neuen Abteilungen Pharmaceuticals und Consumer Health geteilt. Die Crop Science setzt sich mit Saatgut, Pflanzenschutz, sprich Insektizide, Herbizide und Fungizide und Schädlingsbekämpfung auseinander. Innerhalb des Zweigs gibt es weitere zwei Divisionen, Crop Protection, Seeds und Environmental Science, von denen die Environmental Science 2022 verkauft wurde. Ihr bekanntestes Produkt ist genau das, wegen dem das Bayer-Unternehmen 2018 mit Monsanto vor Gericht stand, das Roundup, also Glyphosat. Aber auch das Harness- und Maxforce-Mittel sind vielen bekannt. Die Consumer Health vertreibt unter anderem rezeptfreie Medikamente wie Aspirin, Bepanthen und Alka-Seltzer, während sich die Pharmaceuticals um die verschreibungspflichtigen Medikamente kümmert, wie zum Beispiel Xarelto und Elea. Bis heute steht das Unternehmen auf festen Beinen. Bayer hat mittlerweile 101.000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro. Davon Reingewinn 4,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen investiert über 6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und hat seine 3 Sparten, die Pharmaceutical, die Consumer Health und die Crop Science, fest im Griff. Circa die Hälfte des Gewinns kommt aus der Agrarsparte, du weißt schon, Monsanto. Zuletzt hat Bayer verkündet, 236 Millionen Dollar in die Forschung an nachhaltigen Pflanzenschutzmitteln im Forschungszentrum in Monheim zu investieren. 2023 gab es noch einmal einen Machtwechsel. Der neue Hoffnungsträger ist Bill Anderson, der Vorstandsvorsitzende. Seit der Übernahme von Monsanto kauft und verkauft Bayer auch immer wieder Unternehmen und Divisionen des eigenen Unternehmens, um in bestimmten Märkten seine Position auszubauen und sich von Märkten zurückzuziehen, die für die Unternehmenszukunft zweitrangig sind. Glückwunsch, du bist bis zum Ende dabei geblieben. Wir haben dir ja eine Überraschung versprochen. Klick auf die offizielle Website Patreon, auf der du all unsere Videos endlich ohne lästige Werbung anschauen kannst. Volle 7 Tage Testzeitraum warten jetzt auf dich.